Damien Hirst ist einer der bedeutendsten und bekanntesten Künstler unserer Zeit. Mit dieser Ausstellung seiner Zeichnungen zeigen wir nun eine Facette, die bisher noch nie in einer Museumsausstellung zu sehen war. Und das ist eigentlich eine kleine Sensation. Damien Hirst hat uns erzählt, dass seine großen Installationen und Skulpturen eigentlich immer mit einer Zeichnung beginnen. Er hat immer auch ein Notizbuch dabei. Das hat schon begonnen, als er ein Kind war. Seine Mutter war alleinerziehend und um ihn zu beschäftigen, hat ihm seine Mutter Papier gegeben, um darauf zu zeichnen. Und immer wenn er fertig war oder gesagt hat, dass er fertig ist, hat sie ein neues Blatt an dieses bestehende Blatt angestückelt. Und so ist die Zeichnung immer mehr gewachsen. Und Hirst sagt, so hat er gelernt, über das Papier und über die Grenzen des Papiers hinauszudenken. Wir sehen in dieser Ausstellung also einerseits diese Notizbücher, wir sehen kleine Anfangsskizzen, auch für seine berühmtesten Kunstwerke wie den Tigerhai in Formaldehyd. Der hat begonnen als kleine Zeichnung auf einer Buchseite oder auf einem Briefkuvert. Und dann später hat er das aber noch ausgearbeitet und von manchen Werken gibt es eben auch Zeichnungen, die im Nachhinein entstanden sind, auf größerem Zeichenpapier und mit weniger oder mit anderer Beschriftung. Das ist das Schöne an dieser Ausstellung, weil Hirst sich auch selbst so eingebracht hat und die Ausstellung, wie wir sie ursprünglich geplant hatten, sich durch sein Mitwirken in verschiedene Richtungen entwickelt hat und wir auch diese verschiedensten Facetten von Zeichnung hier in dieser Ausstellung berücksichtigen können. Wir haben also einerseits Zeichnungen, Skizzen, Entwürfe, die von ihm selbst gemacht wurden. Dann gibt es Zeichnungen, die er als Werkzeug versteht, wo er seine Assistentinnen und Assistenten zeichnen lässt. Wiederum anders verhält er sich bei jenen Zeichnungen, die eine Maschine machen lässt. Er hat eine Maschine entwickelt in den 90er Jahren, die heißt Making Beautiful Drawings. Und genau um das geht es, dass eigentlich jeder und jede von uns Beautiful Drawings machen kann, mit Hilfe einer Maschine. Und damit hinterfragt Hirst eigentlich so die gängige Vorstellung von künstlerischer Handschrift und Authentizität. Und dann gibt es noch jene Zeichnungen, die im Zuge seines Projekts Treasures from the Wreck of the Unbelievable entstanden sind. Das ist jenes umfangreiche Projekt, an dem Hirst und sein Studio 10 Jahre lang gearbeitet haben. Es erzählt die Geschichte eines Sammlers, Ziv Amotan II., der seine Reichtümer auf einem Schiff versammelt hatte, Kunstschätze, und dieses eben vor 2000 Jahren der Geschichte nach gesunken und konnte dann in aufwendigen Tauchexpeditionen geborgen werden. Mäzen und Förderer dieser Unternehmung war Damien Hirst. So die Geschichte. Damien Hirst hat dazu eine Dokumentation drehen lassen, wo man das auch alles nachvollziehen kann. Und es stellt sich dann auch in der Dokumentation so nach und nach heraus, das Ganze kann so nicht stimmen. Die eine Skulptur erinnert sehr verdächtig an Mickey Mouse, die andere an Beyoncé und dieser Sammler Ziv Amotan sieht Damien Hirst zum Verwechseln ähnlich. Und so nach und nach bröckelt diese Illusion und die Geschichte. Und genau um das geht es. Wie leicht wollen wir uns eben verleiten lassen, etwas zu glauben. Und begleitend zu diesem ganzen Projekt, in dem auch wirklich tatsächliche Skulpturen versenkt wurden, um sie kurz danach wieder auftauchen zu lassen, gibt es eben auch eine größere Anzahl von Zeichnungen, ein Teil auf Pergament, auf Ziegenhaut gezeichnet. Und die waren dann in den verschiedensten Sammlungen und Museen auch zu finden. Und so wusste man überhaupt, dass es diese Schätze unter Wasser geben muss, diesen versunkenen Schatz. Und auch bei diesen Zeichnungen hat er subtile Hinweise eingebaut, dass das alles so nicht sein kann. Wenn man genauer schaut, fällt einem vielleicht auf, dass die Perspektive eine andere ist, was daher kommt, dass die Zeichnungen auf Basis von Fotografien der Skulpturen entstanden sind. Also die Fotografie wurde auf das Papier projiziert und somit ist es eine zeitgenössische Perspektive, die wir hier sehen. Und es sind auch auf den Papieren kleine Logos, zum Beispiel von Automarken, zu finden, wo man dann auch stutzig wird und sich denkt, so kann das alles nicht sein. Damien Hirst ist also in gewisser Weise ein Geschichtenerzähler.